Es ist Juni 2025. Die Sonne scheint und wieder ruft der Franken-Alex zu seinem jährlichen Goldwing-Treffen. Aber diesmal ist es etwas ganz Besonderes. Es ist das 20. Jubiläum. »2005. Was für ein Jahr. Das war unser Kanzler und im gleichen Jahr dann dies unsere Kanzlerin. Papst Johannes Paul II. Stirbt und so sind wir damals ins Internet gekommen. Bin ich auch schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach. Zum Glück hat uns der Alex damals gerettet und das Goldwing-Treffen im Frankenland ins Leben gerufen. Wie immer treffe ich mich mit ein paar Freunden und die ersten 160 Kilometer werden schnell über die Autobahn abgespult. Danach Fahrspaß pur, über schöne Landstraßen bis nach Oberteres. Nach einiger Zeit bei schönstem Wetter sind wir dann in der Villa Amanda angekommen. Es waren schon einige Winger da, obwohl es erst früh am Nachmittag war. Jetzt konnten wir erstmal unseren Hunger und unseren Durst stillen und alte Feindbilder verstärken. Aber lassen wir das. Wir fuhren dann in unser Hotel und freuten uns auf die erste gemeinsame Ausfahrt am nächsten Tag. Kaum ist der neue Tag erwacht, da geht es auch schon mit der gemeinsamen Ausfahrt los. Und der Wettergott meinte es sehr gut mit uns. Leider wurden wir schon kurz nach dem Start ausgebremst, was zu einigen unschönen Verkehrssituationen führte. Es gibt leider immer noch einige, die die Grundregel bei einer Ausfahrt in einer größeren Gruppe nicht kennen. Tank voll, Blase leer. Also Leute, so schwer ist das doch nun wirklich nicht. Nachdem die Wartezeit auf die Nachzügler beendet war, ging es endlich weiter und wir konnten das schöne Wetter
die großartigen Landschaften und den tollen Straßenverlauf genießen. Ich möchte an dieser Stelle ein großes Lob an unseren Rot-Captain Sigi aussprechen. Strecke, Fahrtempo und Übersicht waren vom Allerfeinsten. Weiter ging die Fahrt durch pittoreske Dörfer und kleine Gassen. Leider auch manchmal mit Kopfsteinpflaster. So hatten wir dann bald unser erstes Ziel erreicht. Einen netten Kräuter- und Teeladen mit heimischen Produkten, welcher auch einen großen Parkplatz für alle Goldwings hat. Zumindest, wenn man sich eng aufstellt und jeden Platz ausnutzt. Es dauerte natürlich etwas, bis alle ihr Plätzchen gefunden hatten. Aber so konnte ich mir die vorbeifahrenden Goldwings in Ruhe ansehen. Bei einem kleinen Spaziergang über den Parkplatz hatte ich dann die Gelegenheit, mir die Teilnehmer der ersten Ausfahrt in Ruhe anzusehen. Immer wieder schön, so viele verschiedene Goldwing-Modelle auf einen Haufen zu sehen und die Details zu vergleichen. Nachdem die Pause beendet war, ging es zurück auf die fränkischen Straßen. Und bei diesem Wetter konnten wir es kaum erwarten, unser zweites Ziel zu erreichen. Na, was sollte das schon anderes sein als...
diesen Temperaturen kann nur ein leckeres Eis aus einer guten Eisdiele in Frage kommen. Ach, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ach, komm, noch eines geht noch. Danke, jetzt passt es. Nachdem wir uns alle erfrischt hatten, traten wir unsere Rückfahrt zur Villa Amanda in Oberteres an. Abermals konnten wir das Wetter und die Straßen genießen. Siggi hatte eine schöne Strecke über 120 Kilometer ausgearbeitet. Nun hieß es aber, ab zurück nach Oberteres, denn Alex hatte schon den Holzbackofen für das Abendessen angeheizt. Nachdem wir alle mit einer leckeren Pizza gestärkt waren, konnte der Abend mit Live-Musik beginnen. Sweet Caroline, oh, oh, oh. So ging dann auch dieser Tag zu Ende. Bekanntlich ist ja nach der Ausfahrt vor der Ausfahrt. Noch schnell das eine oder andere Schwätzchen über unser liebstes Hobby und dann kann es auch schon langsam losgehen. Heute hatten sich sogar noch mehr Fahrzeuge zur Ausfahrt gemeldet als gestern. Das Wetter war abermals von allererster Güte und als bekannt wurde, dass wir die Mittagspause an einem Badesee verbringen, konnte es niemand mehr erwarten, loszufahren. Auch diesmal hatte Siggi eine tolle Ausfahrt über knapp 120 Kilometer ausgearbeitet. Landschaft, Straßen und das Wetter kämpften ständig darum, welche denn nun die besten seien. Unser Ergebnis war schnell gefunden. Weder Landschaft noch Straßen noch Wetter waren das Beste. Es war unser Siggi. Ohne ihn hätten wir das nicht erleben dürfen. Danke dafür. Ein kleines Dankeschön auch an die netten Autofahrer im Frankenland. Keiner beschwerte sich über die Wartezeiten, wenn unser Tross vorbeikam. Im Gegenteil, vielen zauberte es ein Lächeln ins Gesicht und so manchen erhobenen Daumen haben wir auch gesehen. Die Zeit flog, genauso wie die Landschaften, nur so dahin. Und schon bald war es Zeit für unsere Mittagspause am Badesee. Ein guter Zeitpunkt für einen kleinen Schnappschuss. Dann ging es wieder zurück auf die Landstraße, denn unser nächstes Ziel wartete schon. Bei diesem Wetter gibt es nur zwei Arten von Ziele: Badesee oder Eiscafé.
Wenn so viele Goldwinger unterwegs sind, dann kann es schon mal passieren, dass so ein kleiner Ort komplett zugestellt wird. Irgendwann hieß es dann wieder aufsatteln, denn bei Alex und Ute wartete ein leckeres Barbecue und ein kühles Bier auf uns. Also nichts wie los. Während sich die einen ihr Bierchen schmecken ließen, hatten andere anscheinend etwas andere Probleme. Das tat aber der Stimmung, übrigens wieder mit Live-Musik, keinen Abbruch. Dann, Baustein und Eisenbrück, aber unsere Liebe nicht. Alles geht vorbei und wir sind uns treu. Everybody go, Baustein. So langsam kam dann die Nacht und die ersten fuhren in ihre Quartiere. Am nächsten Morgen trat unsere kleine Gruppe die Rückreise nach Hause an. Da wir recht früh losgefahren sind, das Wetter immer noch grandios war und die Autobahnen aufgrund des Reiseverkehrs verstopft waren, beschlossen wir diesmal, die gesamte Strecke über die Landstraße zurückzufahren. Zwischendurch machten wir immer mal wieder Pausen, da die Temperaturen mittlerweile weit über 30 Grad lagen. In einem Eiscafé bekamen wir dann auch noch tierischen Besuch. Sag mal, was machst du eigentlich zu Weihnachten? Oh oh. Wir haben den Gänsen noch einen schönen Tag gewünscht und sind weitergefahren. Mittlerweile waren wir schon im Westerwald angekommen und sind dort bekannten Schraubern aus dem Fernsehen begegnet. Alter, Katastrophe, ey. Katastrophe. Den restlichen Tag verbrachten wir entspannt auf der Landstraße und alle kamen gut nach Hause. Die Börse schloss damit leicht positiv. Seit über 20 Jahren gibt es das Goldwing-Treffen in der Nähe von Haßfurt. Ute und Alex veranstalten dort jedes Jahr ein ganz hervorragendes Treffen. Große Treffen mit Hunderten von Teilnehmern gibt es viele, aber bei Ute und Alex ist man nicht das kleine Teil einer großen Menge. Beim Franken Alex, wie das Treffen heißt, wird man gesehen und als Teil der Familie behandelt. Wer abseits der großen Treffen ein Treffen sucht, bei dem man gesehen wird, ist hier goldrichtig mit der Goldwing. Die Redaktion und ich können uns nur bei auch beiden bedanken und hoffen auf viele weitere Treffen. Ohne auch beiden würde der Goldwing-Szene etwas fehlen. Wir wünschen auch alles erdenklich Gute. Danke. Kommen wir damit zum Wetter. Ich kann mich Klaus Kleber nur anschließen.
Danke Ute und danke Alex. Was ihr macht, ist nicht selbstverständlich. Wir alle stehen in eurer Schuld.